Hello and welcome to SBC, SB Cinema. And in today's video I will restore, clean and fix this little flea market find radio with a broken antenna and a lot of filth on it. This voice gives me a headache. Better, but look at this filth here. What I'm using to get this kitchen dirt off is alcohol, hand sanitizer actually. So, it's clean so far. Oh, evil. And now I have to fix the broken antenna. Oh, weird Christian music. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Welcher Vater? Geistes. Der Herr sei mit euch. Ja, ihr Kinderlein, kommt und bückt euch vor mir. Haha. So, I have managed to pull the antenna out a bit, just using a pair of scissors. I could have used pliers, but then I would have needed to stand up from the kitchen table. Yeah, and now I'm soldering it. I have managed to pull the rest of the antenna out, and now I unscrew it here, and I saw it here, and then I solder it. To all of you who don't speak German, you're lucky. So, now I take this saw and make a little cutty. So, the cut has been done, and now I slide it inside before I rough it up, and then I'll solder it. So, I have removed the outer layer coating here, because solder doesn't stick to chrome. And so is here now the soldering part. I have preheated the antenna while touching the solder gun onto it, and now I am soldering it. Yeah. It's hard to do it behind the camera, but I wanted to show you how it is done. The solder will flow into it and make a very, very strong bounce that will never come apart again. Be sure that not too much solder sticks out, otherwise you couldn't close it anymore. So, as you have seen, I have managed to solder it together, and it still retracts. Too much. Okay, and here it is now. A perfectly restored $2 cheap flea market vintage portable radio. And yeah, it actually came with 4 batteries, the good Energizer ones, so yeah. Even the batteries covering the value what I've paid for it, so yeah, it was actually kind of a free radio. And I don't mind cleaning it for this price and fixing the antenna. And yeah, here it is now. Okay, nothing more about his music. Yeah, and here it is now. Including the repaired antenna. And yeah, in case you're wondering, yes, it does completely retract. So, this is a real fix. Yeah, I mean, you can still see a bit of the golden part, which is the brass. And yeah, I could have done a bit of a better soldering job. Isn't my best one, but it's hard to do it behind the camera, and well, it works. It's fixed. And yeah, what can you ask more for?
Now I can listen to this excellent German music. No, excellent German Christian music. And yeah, it's terrible. But yeah. Lasset uns beten. Herr, zu deiner Ehre feiern wir dieses Opfer. Es befreie uns vom Bösen und helfe uns Tag für Tag das neue Leben sichtbar zu machen, das wir von dir empfangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, der Herr Heilige Den Kindesmissbrauch und die Politik, die nichts macht dagegen. Amen. Mein Jesus, ich glaube, dass du im allerheiligsten Sakrament des Altares gegenwärtig bist. Ich liebe dich über alles und meine Seele verlangt nach dir. Da ich dich jetzt nicht in der heiligen Eucharistie empfangen kann, bitte ich dich innig, komme geistigerweise zu mir und nimm Wohnung in meinem Herzen. Ich empfange dich, vereinige mich ganz mit dir und bete dich an, mein Heiland und Erlöser. Lass nicht zu, dass ich mich je von dir trenne. Amen. Wir übertrugen die heilige Messe aus St. Hubertus in Selfkant in Nordrhein-Westfalen, Bistum Aachen. Ein herzlicher Vergelt's Gott, Herrn Pfarrer Roland Bohnen und der Gemeinde vor Ort.
Zeit 19:40 Uhr. Sie hören Radio Horeb, Leben mit Gott. Es folgen die Nachrichten von Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Nachrichtenmagazin. Unsere Themen heute: Ukraine. Der Papst warnt vor einem Rückfall in die Zeit des Kalten Kriegs. Beim Angelusgebet wirbt er eindringlich für den Friedensdialog für die Ukraine und kritisiert neue Rüstungsanstrengungen. Herzlich willkommen bei uns am Mikrofon. Begrüßt Sie Stefan von Kempis. Danke, dass Sie eingeschaltet haben. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag. Papst Franziskus hat einmal mehr eindringlich für den Beginn eines Friedensdialogs für die Ukraine geworben. Wer nur auf Rüstungsgleichgewicht setze, lasse die Welt in die Zeit vor 70 Jahren zurückkehren. Das sagte der Papst bei seinem Angelusgebet heute vor etwa 15.000 Menschen am Petersplatz in Rom. Wir beten auch weiterhin für den Frieden in der Ukraine und auf der ganzen Welt. Ich appelliere an die Verantwortlichen der Nationen und der internationalen Organisationen, auf die Tendenz, dass Konflikte angeheizt werden, zu reagieren. In einem Interview mit einer argentinischen Nachrichtenagentur, das am Freitag veröffentlicht wurde, hatte Franziskus besonders Enttäuschung über die blasse Rolle der UNO im Ja, dazu sagen wir mal Amen. Ja. Well, at least they didn't use autotunes. So, I hope you've enjoyed this video. Yeah, subscribe for more.